Heute sieht ihr Rita wieder mal in ihrer freien Wildbahn beim Lego bauen. Sie ist ganz akribisch mit irgendetwas beschäftigt. Ich glaube, wir schauen dann gleich mal zu ihr rüber. Zuerst aber natürlich zu Wichtigerem. Kurz ein Schluck aus der Sonic the Hedgehog Tasse. Prost. Das ist natürlich alles am allerbesten schmeckt, das ist ganz klar. Ja, ich bin gerade beschäftigt mit dem Bereich rund um die Piratenlagune und da wollte ich euch ein kleines Update geben. Das ist ja ein Bereich, der vielen von euch sehr gut gefällt, was mir sehr Spaß macht, denn das ist wirklich ein cooles Projekt. Es ist alles noch nicht ganz fertig, aber ich habe mir gedacht, ein kleines Zwischenupdate schadet nicht. Da könnt ihr natürlich dann auch in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet und ob es noch Verbesserungsvorschläge gibt. Und dann kann ich das natürlich noch anpassen. Was ist jetzt seit dem letzten Mal, wo wir euch diesen Bereich wirklich in aller Detailliertheit gezeigt haben, passiert? Ich habe als allererstes hier drüben, wo meine Kaffeetasse steht, aus einer zweiten Pirate Coaster, wo wir ja fast alle Teile eigentlich schon für diese Gruselachterbahn dort hinten im Gruselbereich verwendet haben. Da habe ich hier so eine Anlegestelle gebaut, denn der Trick dahinter ist ja, dass dieser komplette Bereich, wo die Piratenschiffe schwimmen und natürlich auch die Piraten ihr Unwesen treiben, dass das alles unter Wasser gesetzt wird und dass die Leute, die Besucher unseres Vergnügungsparks hier mit dem Boot durchfahren müssen. Das heißt also, wenn die Leute zum Beispiel hier rechts durch Hogwarts durchgehen, dann gibt es hier eine Abzweigung und sie können sich hier dann an der kleinen Bootsanlegestelle, die wie gesagt mit Teilen dieser Pirate Coaster aufgebaut ist, aber bis auf die Palme und ein paar andere Kleinigkeiten relativ neu aufgebaut wurde. Hier seht ihr auch schon, hier treiben schon die ersten Piraten ihr Unwesen. Ticket kann man sich holen und man wird eingewiesen in die Sicherheit des Bootes. Lustigerweise braucht man gar keine Schwimmwesten tragen bei uns. Das ist alles mit der Sicherheit nicht ganz so streng, wobei das Wasser hier auch extrem seicht ist. Das heißt, es kommen jetzt hier also diese kleinen Ruderboote hierher. Dann können sich die Leute reinsetzen und können dann durch das ganze Areal fahren. Als erstes natürlich hier die Pirates of the Barracuda Bay. Da weiß ich noch nicht genau, was wir hier mit diesen hellblauen Platten machen. Die sind nämlich eigentlich ganz schön und ich möchte sie nicht wegschmeißen jetzt. Andererseits passt das von der Wasserfarbe natürlich nicht so gut zu unserem Dark Dark Blue Fliesen, aber das werden wir uns noch ansehen. Dann haben wir dort hinten, das ist wie gesagt noch nicht so weit, so ein kleines Friends-Set, was in einen Vergnügungspark ganz gut hineinpasst. Und dann geht es weiter. Hier habe ich eine kleine Mole gebaut, also hier wo der Leuchtturm ist, wird auch so eine Art Anlegestelle sein, dass sich die Leute hier beim Leuchtturm auch das Boot nehmen und auch wieder zurückgeben können und dann den Leuchtturm anschauen. Hier habt ihr gesehen, habe ich so eine kleine Mole gebaut, dass hier eine Absperrung ist, weil hier ist ja auch ein Eingang zum Haunted House. Hier ist auch ein neuer Steg entstanden, den wollte ich eigentlich noch ein bisschen upgraden. Es hat dann irgendwie aber ein bisschen too much ausgesehen. Ich glaube, ich werde da nur mehr so das ein oder andere Detail anbringen an der Hinterseite und vielleicht auch hier vorne. Übrigens dunkelblau für tiefes Wasser und hellblau für etwas seichteres Wasser haben wir hier gewählt. Ja, hier ist nochmal Brick Ursel und der Bautrupp, die sich hier alle in ein Boot quetschen wollen. Ich bin schon gespannt, ob sich das ausgeht. Dann haben wir hier auf der Seite noch so einen kleinen Post, also wie gesagt einen Schiffsmast. Hier habe ich ein Segel befestigt von der Piratenserie und hier oben ist so eine Art Aufpasser, der hier schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das sind ja alles Schausteller, die hier ihr Geld verdienen. Kennt ihr vielleicht aus diversen Themenparks, da gibt es ja immer so Animateure. Dann habe ich mir hier eine dieser Hängebrücken genommen, auch aus der Piratenserie. Es sind überhaupt sehr viele Piratenteile hier verbaut. Um hier so eine kleine Insel zu schaffen. Das Piratenschiff muss dann natürlich hier unter dieser Brücke durch, das ist ja ganz klar, wenn es auf die 7 Weltmeere raus will. Wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber das geht leider nicht anders. Und hier auf dieser Insel, da tut sich einiges. Wir haben einerseits einen lebenden Pirat, einen Piraten, der nicht mehr ganz bei so guter Gesundheit ist. Ich habe hier dann so einen Masten befestigt, der auch ein Piratensegel trägt und oben eine schöne Flagge. Das ist eigentlich ganz cool geworden, hier mit diesen großen Masten. Den kann man natürlich auch drehen. Also ich finde, das sieht eigentlich wirklich thematisch ganz gut aus.
Hier bin ich noch etwas am Überlegen. Ich habe mir zuerst gedacht, das wird alles unter Wasser gesetzt hier. Dann habe ich mir wiederum gedacht, man könnte diese Insel auch noch in so einer Landzunge enden lassen. Und hier noch ein paar so Kleinigkeiten. Ihr seht es hier, Fässer mit Schwertern drin oder hier eine Maske von diesen Eiländern anbringen. Palmen passen hier natürlich auch noch hin oder diverse, keine Ahnung, Rumflaschen oder sowas. Oder vielleicht auch der legendäre Schatz von Davy Jones. Da wird Rita auch gleich ganz hellhörig. Dann gehen wir in den Mittelbereich hier und ich habe mir zuerst gedacht, also wie gesagt, unsere Leute, die tuckern hier mit diesen kleinen Booten hier herum. Die sind natürlich noch nicht final, da kommen noch Ruder dran und natürlich auch Leute. Und da haben wir ja dieses wunderbare Piratenschiff, welches ich, glaube ich, bekommen habe, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Also habe ich schon relativ lang, war mir sicher damals auch noch zu schwierig zum Aufbauen. Aber nichtsdestotrotz, ja, nenne ich es mein eigen. Wir haben es letztes Jahr im Sommer mal wieder aufgebaut und gereinigt. Und ich finde, dass dieses Piratenschiff so monumental toll aussieht, dass es einfach ein bisschen Luft zum Atmen braucht. Ich habe zuerst gedacht, wir bauen überall hier so kleine Spots, wo die Leute aus- und einsteigen können und wo sich immer irgendwas tut. Aber die habe ich wieder weggegeben, denn es sieht so einfach viel besser aus, wenn das Piratenschiff so richtig inmitten dieser blauen Lagune schwimmt. Die Fliesen werden natürlich hier noch angepasst, sodass das Schiff wirklich, ihr kennt es von unserem Strand, dass die Schienen wären auch toll. Die Fliesen hier wirklich bis unter den Rumpf des Bootes gehen, sodass es so aussieht, dass das Boot oder besser gesagt das Schiff wirklich schwimmt. Hier tut sich auch einiges. Wir haben die originalen Figuren alle wieder gefunden und aufgebaut und wir haben auch noch ein paar zusätzliche Piraten montiert. Ihr habt uns schon geschrieben, es wäre toll, wenn von unten irgendwie so ein Kraken kommen würde, der das Schiff so halb verschlingt. Die Idee muss ich mir noch ansehen, die hört sich super an. Und auch irgendwie, ob die Leute mit den kleinen Ruderbooten auf das Piratenschiff drauf können oder ob das nur so eine Art museal aufgebahrtes historisches Kunstwerk ist. Das weiß ich noch nicht genau, muss ich mir noch ansehen. Und dann geht es hier in den finalen Bereich des Piratenparks. Wir haben hier relativ klassisch aufgebaut diese Piratenachterbahn. Die hat nur ein paar Upgrades erfahren. Zuerst einmal ist hier ein kleines Krokodil, welches sein Unwesen treibt. Das bekommt wahrscheinlich noch irgendeinen Knochen oder ein Skelettteil ins Maul. Also hier können die Leute auch aussteigen und dann mit dieser Piratenachterbahn fahren. Hier habe ich nur ein paar Fahnen ergänzt, Papageien, wenn ihr genau hinschaut. Einige Palmenblätter, die hier gefallen mir noch irgendwie nicht so gut, aber irgendwie werden die schon Platz finden. Dann hier auf dieser Seite habe ich 2 solche Eiländer-Schilde positioniert, die eigentlich auch ganz cool aussehen, denn das ist das Ende der Achterbahn, wo man dann wieder zurück zur Station fährt. Hier ist übrigens der Zug, der natürlich auch seine Runden drehen kann, das ist doch ganz klar. Leider ist er nicht motorisiert. Ich weiß auch nicht, ob man die so leicht motorisieren kann, ganz ehrlich. Gehen wird es bestimmt irgendwie, aber ist wahrscheinlich mit etwas mehr Aufwand verbunden. Und sie ist wieder mehr oder weniger in der Station. Und ja, die Leute dürfen wieder aus- und einsteigen. Was hat sich jetzt hier im Inneren getan? Da bin ich jetzt schon fast am weitesten. Und zwar kennt ihr vielleicht noch die alte Variante. Da war hier relativ viel Sand. Ich habe das jetzt auch so mehr oder weniger mal unter Wasser gesetzt, dieses ganze Areal. Und bin da gerade auch noch dabei. Und wie ihr seht, hier sind an allen Ecken und Enden irgendwelche Piratenschätze und Fragmente. Ich habe mir gedacht, dass die Leute hier so reinfahren können und das so ein etwas düsterer Teil ist. Wo alle möglichen Schätze und Mysterien auf die Besucher warten. Hier sind auch Skelette und Waffen und so Schlingpflanzen, Fässer mit Schwertern, Golddublonen, Piratenhüte und. Also hier tut sich wirklich einiges. Hier ist sogar ein Kompass, der den Leuten hoffentlich den Weg zum Schatz weist. Hier in der Mitte auch noch so ein kleiner Felsen, wo man aufpassen muss, dass man nicht dagegen fährt. Und das zentrale Stück ist hier natürlich dieser Fels, fast wie ein Obelisk, wo oben die Meerjungfrau Platz gefunden hat, die einen Dreizack in der Hand hält. Das ist vielleicht Ariel, wobei sie, glaube ich, war nicht dunkelhaarig, aber macht nichts.
Hier sind auch allerhand Krebse und hier hängen Ketten runter und wirklich viele Schätze. Auch hier unten zum Beispiel ein Schlüssel. Ich frage mich wirklich, für was der gut ist, aber da ist bestimmt irgendwo noch eine Schatztruhe. Ja, und genau in diesem Motto möchte ich das gerne weiterbauen. Ich habe jetzt hier mehr oder weniger für die Mitte, da habe ich jetzt absichtlich noch nicht gefliest, eine kleine Idee, dass man auch hier noch so eine Insel machen könnte, wo vielleicht eine Schatztruhe draufsteht, um die dann die Leute noch rundum paddeln können. Und auch hier zum Beispiel, hier ist so ein kleines Palmenblatt und da habe ich mir gedacht, dass vielleicht drunter irgendein Schatz liegen könnte, den die Leute dann heben können. Hier auch alle möglichen Zeugs. Da können wir wirklich viele Teile verwenden, für die wir sonst eigentlich keine Verwendung haben. Das ist wirklich, wirklich toll. Hier auch so ein, ja, Teile eines Piratenschiffs, das wahrscheinlich mal untergegangen ist. Also es bietet sich da viel an. Wir haben viele Teile, die irgendwie der Piratenserie zuordnenbar sind. Hier biegt sich übrigens die Platte. Also hier bin ich noch am Überlegen, was ich mache. Hier wird auf jeden Fall noch ein Übergang gestaltet, dass hier der normale Bereich ist, oder besser gesagt Hogwarts natürlich, und hier die Piratengeschichte, wobei hier noch irgendwas Platz haben könnte. Irgendein kleines Gebäude, ein kleinerer Aufbau würde sich hier noch anbieten. Und wo ich auch noch nicht ganz sicher bin, ist, was ich mit diesem Set hier mache. Das würde auch hier auf jeden Fall in den Piratenpark passen. Das ist ja von diesem Legoland Exclusive Set. Ganz cool, hier kann man drehen und dann drehen sich alle Leute mit. Das wird, obwohl hier so Wellen angedeutet sind, auch auf jeden Fall noch irgendwie auf eine Insel kommen, denn so sieht das irgendwie, wenn das direkt im Wasser steht, wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Aber hier haben die Leute dann genug Platz, dass sie herumpaddeln und ja, sich eine schöne Zeit machen. Vielleicht kommt auch hier hinten links von diesem Boot noch irgendwas ganz Kleines hin, muss man mal schauen, was sich hier ausgeht. Ich habe aber, wie gesagt, befunden, dass es hier sinnvoll ist, wenn man dem Ganzen ein bisschen Luft zum Atmen gibt, wie so oft, dass nicht alles so zugebaut ist. Aber ich muss sagen, das sieht jetzt schon ganz cool aus, obwohl es wirklich noch bei weitem nicht fertig ist. Und ich hoffe, dass dieser Bereich hier euch auch gefallen wird. Wie gesagt, so werden wir jetzt den ein oder anderen Bereich nach und nach fertig bauen und immer wieder verschönern. Als nächstes habe ich mir den Gruselpark vorgenommen. Da möchte ich auch noch ein paar Elemente einbauen, denn nur mit dem braunen Boden sieht das relativ langweilig aus. Und dann wird nach und nach hier alles verschönert, sodass Wild City immer toller wird. Eigentlich habe ich mir heute Morgen vorgenommen, dass ich mal hier den Harry Potter Bereich ein wenig zusammenräume, denn ihr seht es, Rita hat alles jetzt aufgebaut, alles hier hingelegt, aber schon länger nicht mehr gebaut hier. Ich weiß nichts, wir werden jetzt dann mal zu ihr rüberschauen, glaube ich. Wo ist sie überhaupt? Oh, sie räumt beim Kleinteilesortiment herum, ob das eine gute Idee ist. Ja. Na gut, auf der anderen Seite bin ich auch heute mal im Vergnügungspark aktiv gewesen, obwohl das ja eigentlich Ritas Domäne ist, aber ich hatte total Lust auf Piraten, ihr hoffentlich auch. Und ja, das war mal das Update. Wir schauen jetzt mal, wie sich das weitergestaltet. Natürlich, wenn ihr Ideen habt, dann jederzeit nur her damit. Das freut uns immer ganz besonders und wir hören uns dann demnächst mal wieder. Ich weiß noch nicht, welches Video kommt. Kann sein, dass wir jetzt dann mal wirklich schauen müssen, was Rita macht. Ich glaube, die ist da hinten irgendwo beim Park aktiv. Ja. Da sind schon ein paar Figuren positioniert. Ja. Da schauen wir jetzt dann mal hin. Fürs Erste soll es das aber mal gewesen sein, liebe Freunde. Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Oh, frisieren hätte ich mich vielleicht auch sollen für das heutige Video. Das war es jetzt mal von den Piraten und wir sehen uns demnächst mal wieder mit einem Update. Lasst eure Züge fahren und viel Spaß beim Lego bauen.